Jungbrunnen Spermidin. Spermidin soll Alterungsprozesse stoppen, vor Demenz schützen, Haarausfall mindern, das Herz schützen und sogar gegen Krebs wirken. Ist Spermidin also ein echtes Anti-Aging-Wundermittel für ein langes Leben? Sollten wir daher mehr spermidinreiche Nahrungsmittel essen oder gar Nahrungsergänzungsmittel einnehmen? Die Antwort wird dich vielleicht überraschen. Du erfährst sie gleich in diesem Video. Spermidin ist ein biogenes Polyamin, das als Botenstoff in jeder Körperzelle vorkommt und das der Körper selber herstellen kann. Der Name Spermidin ist von der männlichen Samenflüssigkeit abgeleitet, da dieser eiweißähnliche Stoff dort zum ersten Mal entdeckt wurde. Bei einer Beschleunigung des Stoffwechsels erhöht sich die Menge von Spermidin im Organismus. Bei einer Verlangsamung des Stoffwechsels geht die Produktion von Spermidin entsprechend zurück. Mit dem Alter nimmt jedoch die Konzentration an körpereigenem Spermidin ab. Die genaue Funktion von Spermidin im Körper ist allerdings noch nicht vollständig erforscht. In Tierstudien mit Fruchtfliegen und Mäusen konnten Forscher durch Spermidinbeigaben im Futter verschiedene vorteilhafte gesundheitliche Effekte, die sich positiv auf die Lebensdauer der Tiere auswirken, beobachten. Allerdings sind diese Jungbrunneneffekte und die daraus resultierende längere Lebensdauer in den Tierstudien im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass eine der Funktionen von Spermidin im Zellstoffwechsel die Induktion, also das Einschalten der Autophagie ist. Autophagie ist ein Recycling- und Selbstreinigungsprogramm von Zellen, durch das eingedrungene Krankheitserreger, fehlgefaltete Proteine oder nicht mehr funktionelle Zellbestandteile abgebaut und wiederverwertet werden. Dadurch werden alte Zellen wieder funktionsfähig und leben länger. Dieses Recyclingprogramm hält die Zellen fit und schützt vor Krankheiten. Wenn dieses Selbstreinigungsprogramm der Zellen zu selten ausgeführt wird, vermüllen die Zellen regelrecht, wodurch die Alterungsprozesse beschleunigt und die typischen Alterskrankheiten begünstigt werden. Mit zunehmendem Alter gerät die Autophagie jedoch ins Stocken und, wie ich vorhin bereits erwähnt habe, mit dem Alter nimmt auch der Spermidingehalt im Körper ab. Da scheint es naheliegend, dass wir den Spermidingehalt durch die Aufnahme von Spermidin über die Nahrung erhöhen sollten, um so die Autophagie wieder anzukurbeln. Denn immerhin ist Spermidin auch in vielen Lebensmitteln enthalten. Besonders Weizenkeime, Sojabohnen, reifer Käse, Kürbiskerne und Pilze enthalten relativ viel Spermidin. So gibt es dann auch einige Forscher, die sich dem Thema gewidmet haben und zum Beispiel nachweisen konnten, dass die Zufütterung von Spermidin bei Labormäusen vor kardiovaskulären Erkrankungen schützt und damit zu deren Lebensverlängerung beitragen kann. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass einige der Forscher an einer Firma beteiligt sind, die zufälligerweise Spermidin als Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Überzeugende Studien, dass die Supplementierung von Spermidin bei Menschen lebensverlängernde oder verjüngende Effekte hätte, sind jedoch noch keine publiziert worden. Und das hat seinen Grund, wie sich nämlich nun Anfang dieses Jahres herausstellen sollte. Eine im April 2023 veröffentlichte, randomisierte, placebo-kontrollierte und dreifach blinde Humanstudie hat gezeigt, dass Spermidin vor dem Eintritt in den Blutkreislauf zu Spermin umgewandelt wird. Das bedeutet, dass mit der Nahrung aufgenommenes Spermidin im Verdauungstrakt zum größten Teil abgebaut wird. Selbst sehr hoch dosiertes Spermidin mit 15 Milligramm pro Tag hatte keine Auswirkungen auf den Blutplasmaspiegel an Spermidin. Zudem zeigte sich auch, dass der Verzicht auf spermidinhaltige Lebensmittel die Menge des Spermidins im Blut nicht reduzierte. Damit haben weder spermidinhaltige Lebensmittel noch spermidinhaltige Nahrungsergänzungsmittel die erhoffte Wirkung, nämlich den Spermidingehalt im Körper zu erhöhen und damit die Autophagie auszulösen. So, und jetzt? Was können wir stattdessen tun, um der mit dem Alter abnehmenden Spermidinmenge im Körper entgegenzuwirken und unsere Autophagie in den Zellen anzukurbeln? Es gibt natürliche Umstände, die den Spermidinwert steigen lassen. Das sind neben Wachstum und Schwangerschaft die Reparatur von Muskelzellen nach starker sportlicher Anstrengung, Fasten sowie die Regenerierung der roten Blutkörperchen nach Blutverlust bzw. Armut oder nach längeren Höhenaufenthalten.
Womit wir wieder bei den beiden Klassikern wären, mit denen du deinen Körper verjüngen und dein biologisches Alter zurückdrehen kannst. Sport und Kurzzeitfasten. Jetzt wissen wir, dass diese beiden Slow-Aging-Aktivitäten neben vielen weiteren positiven gesundheitlichen Effekten auch zu einer erhöhten Spermidin-Konzentration im Körper führen. Daher mein Tipp: Um dein Spermidingehalt im Körper zu steigern, brauchst du also nicht täglich viele Weizenkeime, Sojabohnen oder Kürbiskerne zu essen und du kannst dir auch die teuren Spermidinkapseln sparen. Mach lieber regelmäßig Sport und Kurzzeitfasten. Zusätzlich kannst du ja hin und wieder noch Blut spenden oder einen Aderlass durchführen und dir vielleicht auch mal einen Urlaub im Gebirge gönnen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ihm ein Like gibst. Und wenn du künftig keine neuen Videos von mir verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Und denk daran, wer jünger bleibt, hat mehr vom Leben. In diesem Sinne, immer schön jünger bleiben.